Polizei. 2, 1. So, halte! Moin oder was? Digga, ich wär beim Rausfallen fast ins Klo gefallen. Oh nee, du. Alter, meine Augen! Oh, moin oder was? Und herzlich willkommen zum neuen Video. Alle Mann hier versammelt in Düsseldorf. Und beim Intro-Shot wären wir schon fast draufgegangen. Kann nur toll werden. Sag ich mal GoPro? Jo. Oh, Junge. Scheiße. Alter, Bär. Oh. Ach du heilige Mutter Maria. Oh, scheiße. Aber ein bisschen lustig ist es schon. Ne? Sehr lustig. Also sehr unterhaltsam. So, in diesem Sinne nochmal eine genaue Erklärung. Wir sind hier in irgendeinem Gipswerk in Düsseldorf angelangt. Hier gibt es fette Sprünge in Gips und Sand, eventuell auch ins Wasser. An dieser Stelle auch schon mal ein fettes Dankeschön an alle, die schon fleißig Schlappenmerch gekoppt haben. Und ich würde sagen, jetzt schmeißen wir uns einfach mal in die ersten Flugrollen, Saltos und Flickflacks. Ha, sehr geil. Ran an die Action. Digga, ich dachte... Nee, ey. Scheiße. Junge, das ist keine GoPro. Mach das weg. Okay, Cam sieht aus wie Scheiße, wir nehmen die GoPro. So, nächster Trick von Wayne, Suicide Roll. Los! Macht auf jeden Fall keinen Spaß. So, dann wollen wir dem 1,5 nochmal eine Revanche liefern, ja? Mannheim war scheiße. Vielleicht wird es hier besser, aber erst kommt Prep, das ist ja klar. Ja. Okay, das wäre so aufs Genick gewesen, aber geil, ey. Genick ist gut. So, ich prep dann auch mal. Scheint ja eigentlich ganz lustig zu sein, ne? Das geht. Ja, sendet. Jetzt Bevor Jan macht wieder. Alter! Mann, ja, du hast so viel gegeben, so viel kann im Leben nicht geben, oder? Da mir in 1,5 natürlich nicht genügt, mach jetzt ein Double. Ich hasse jetzt hier hin. Ja. Alter! Boah, bist du auf den Rücken geknallt! Alter Lachs! Alter! 360 als nächstes oder was? Oh! Digga, ich hatte bei der Landung erstmal eine Sekunde Blackscreen, ey. Leck mich weg. Nix mehr gesehen, kurz. Ich bin auf den Bauch hinterher gehechtet. Digga. Sendet! Ja? Hä, perfekt, mega geil. Ey, war scheiße. Hä, warum? Spaß. Ein Spaß. Ein Spaß! Ein Spaß, ein Spaß, ein Spaß! Und nochmal. Freilich. Perfekt. Also jetzt wirklich. Ja, der war gut. Ja, ohne Widerrede diesmal. Hör mal, Dwayne. Moderier das Ding mal an. Moin oder was? Wir schmeißen uns jetzt in eine Dive voll rein. Also, 3, 2, 1, Dive voll! Wir haben alle was anderes gesagt, aber scheißegal, los geht's. Alter! Ich bin der Nächste! Ja, das war auf jeden Fall mehr Höhe als gedacht. Als nächstes schmeißt sich Dwayne rein. Schmeiß dich, Bruder. Schmeiß dich. Ich schmeiße mich! Junge, das sieht so geil aus. Alter, war das geil! Ich blas mal heute Abend selbst dann auf den Clip, das war der Wahnsinn. Action, let's go! Alter. Junge!
Digga, ich bin so close vor unten gewesen. Ja. Alter, das war so weit unten. Ich habe echt Angst gekriegt kurz. Ja, ich auch, Alter, um dich. Ja, ein bisschen Schwund meistens Sick, wieder, ey. ne? Wir haben hier vor ein 1,5 Front und zwar mit einem ordentlichen Drop und Gap. Und ich sag ganz klar, das macht eine Menge Spaß. Deswegen haben wir hier 2 Partizipanten, ja, und schmeißen uns jetzt da runter. Als kleinen Prep gibt es einen Frontflip. Was war das denn? Boah, aua, Alter. Digga. Beinahe komplett einmal 180 mit dem Fuß umgeknickt, weißt du? Ja gut, da gibt's nur eine Methode, um das zu revanchieren. Auf dem Rücken landen. Richtig so. 1,5! 3, 2, 1 und go! Alter! Digga. Alter, ist das geil! Hätte ich nie so viel Sand im Auge drin, ey. Das Rollen muss man vielleicht noch üben, aber so geil. Ja, Digga, das war einfach nur Alter. insane. Wie sieht's aus? Fliegst du als nächstes? Das war schon insane. Ich guck's mir nochmal an. Ah, okay. Das bei Jan, das sah zwar mehr aus wie ein Fail als alles andere, aber ich guck mir das Ding jetzt auch mal von oben nochmal an. So, oben angekommen. Eigentlich ja, aber halt nicht so extrem weit wie Jan. Flach rein, ich mach das, klar. Komm, ich mach das Ding. Ja! Das Ding auf den Nacken genommen. Junge! Ich hab einen Front Handspring gemacht oder sowas. Dein Gesicht, bleib mal stehen, nicht schütteln. Alter, ich hab alles in die Kippe bekommen. Läuft gerade alles runter. Also wären wir jetzt auf Instagram unterwegs, dann wird die Caption heißen How to lay down on my mother's sofa. Digga, das ist so geisteskrank insane hoch alles hier, das ist der absolute Oberwahnsinn. Ich stehe jetzt auch hier am Absprung und ich kann nicht in meinen Kopf reinkriegen, hier 1,5 Flips zu machen. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist eben einen halben Flip mit 360 Grad zu machen. Ich werde mich so was von zerlegen. Are you ready? Ja? Ich gehe zurück und mach dann auf Scheiß drauf Basis. Komm! Boah! Was zum Teufel? Digga, ich hab mich gedreht, guck auf den Boden, auf einmal noch 16 Stunden Luft. Mir ist so schwindelig. Ich glaube, ich schmeiß wie noch eine Runde. Boah, fuck. Alter, das war mehr als ein Rudi, glaube ich. Das war ein Vortex Full. Das war echt ein Vortex voll. Du bist ja auch straight auf dem Gesicht Wir gelandet. verkaufen das so, als hätte ich das geplant. Alter, da kriegst du doch mit Angst zu tun. Das war ja mal maximal wack, Alter. War das scheiße, ey. Der Typ ist so scheiße. Boah, der ist so schlecht, ey. Der kann gar nichts, ey. Das war ja maximal geil. Der kann gar nichts, ey. Boah, Junge, da kriegst du wirklich Eierflattern. Ich sag ja, der ist geisteskrank schlecht, der Typ. Gut, dann sehen wir jetzt also einen Sideflip to, was weiß ich, was das ist, von Dwayne. Der mit dem Sonnenbrand im Nacken. Na gut. Ich komm auch nicht mehr hoch zum Film, du Wichser. Gut, dann filme ich mich selber. So ein arrogantes Stück Scheiße. Alter, entfolgt den alle mal, ey. Schreibt dem Hate-Nachrichten, was weiß ich, Alter. Arrogantes Stück. Du bist immer auf nicht abgehoben, aber ist das arrogante Schwein von allen. Ja, was willst du machen bei so leichten Challenges, ne? Ja. Ja, abgehoben, seht ihr mal, ne? Nein. Ein Bastard. Hey, du bist so ein Bastard. Ja, das Ding ist, ich konnte nicht verstehen, warum du davor Angst hast, weil was soll da passieren bei? Das ist ja nur ein Sideflip eigentlich. Oh, wie ist ein Stein drin? Alter, warum sagt mir das keiner? Warum sendest du nicht einfach? Jan, Mann. Willst du das nicht mal eben vormachen hier? Das ist ja schon peinlich, was hier abgeht. Digga, ich bin fast eingeschlafen hier unten runter. Das ist Ja, so geil im Halbschlaf gewesen. noch leichter. Ach, sehen wir, komm. Ich hab auch Angst davor, muss ich schon sagen. Oh. Komm, Digga, Eier in der Hand, Kümmel raus. Nee, ich kann das nicht. Du kannst das. Mein Ich Gott. glaube an dich, komm. Ja, der Jan, der macht das eben vor, hier so eine Billig-Challenge, weißt du? Genauso wenig, ich hab so wenig Kraft, kann immer auf einem Bein stehen. Das ist doch perfekt, du sollst ja auch nicht stehen. Also. Gut, dann sehen wir als nächstes den Jannis. Den Jannis.
Ja, ich probiere. Ich werde da sowas von hinten. Oh nee, ich habe Angst dahinter zu springen. Verstehst du das? Alter, genau gleich wie Ette. Ist nicht. Dann lass zischen. Digga, ich dachte, du springst auf uns. Ich dachte, wir spielen Kegeln. Naja, hättest du uns weggekegelt, hättest du uns wahrscheinlich nach da hinten geschossen. Deswegen müssen wir jetzt wohl laufen. Ich wollte damit sagen, dass das der nächste Spot ist. Da drüben. So, wir haben die Lokation gewechselt. Wir sind jetzt hier an so einem Kran. Joel und ich gehen jetzt mal hoch und schauen mal, wie wir dann springen können. Grüß dich. Das sieht so sick aus. Oh, ich dachte Swingcast. Alter. Gut, wir sind zum Entschluss gekommen, dass das für Gipsverhältnisse einfach zu hoch ist. Gerade der höchste Sprung waren so gute 5 Meter. Das werden jetzt hier von da, wo wir stehen, knappe 12 sein. Deswegen lassen wir das erstmal und gucken mal, was wir jetzt noch machen. Ja. Gipsfuß wäre vorprogrammiert gewesen, verstehst du? So, aber wir können euch den Jump ja jetzt nicht entbehren. Deswegen springt einer von uns vieren. Und zwar der hier. 3, 2, 1, send it! Ja, ab. Moin. Wie war der Sprung? Wir sind an einer neuen Location angekommen. Das Ganze ist ja das gleiche wie eben eigentlich, nur eben nochmal einen Ticken höher, beziehungsweise gleiche Höhe, allerdings mit Wand unten. Das heißt, wir schmeißen uns mal hier runter und gucken, ob wir auch hier von oben springen können. Also sehen wir uns gleich unten wieder. Ja. Und? Gib Vollgas, spring so weit wie du kannst dann easy. Ah, ne, schon lange nicht mehr gesprungen, Alter. Fucker, Alter. Verrückt, Alter. 3, 2, 1, ja. Oh, Alter, ey. Keine Art. Ja. Hart und mit Blutgrätsche rein, ey. Das ist schon eine anders geile Airform. Ich wollte extra nicht sagen, wie scheiße hart die Landung war. Ich bin einfach nur drauf geknallt. Ja, aber war okay. Wir sind gerade von der ersten Etage gesprungen und wollen jetzt von der da drüber springen. Das dürfte bei der Härte des Sandes mindestens 10-mal so viel Spaß machen. Gerade sind wir auch noch da, jetzt nach hier. Das ist quasi eine Rutsche für Erwachsene. Kann man so nennen. Spaß für die ganze Familie, könnte man das aber auch nennen. Oben angelangt, sehen die Hände schon so aus. So eine Scheiße. Oh nee. Das ist auch schon ein bisschen höher, das sieht man direkt. Digga, bist du behindert, Alter? Ha, da unten ist Ette. Junge, als... Digga, das kriegst du nicht mehr raus. Ma, Digga, das wäre so unnötig, insane, Alter. Wenn ihr jetzt genauso wie ich ein neues Shirt kaufen müsst, dann www.schlappenstore.com. Das ist nicht gesponsert. Die Werbung ist ja geisteskrank lit. Also dieser Fleck, den man da unten sieht, das ist tatsächlich auch ein Mensch und keine Ameise. Das ist ziemlich weit weg da unten. Ette ist gerade wiedergekommen. Jasper hat sich verabschiedet, weil der Vater von seinem Sohn gestorben ist. Deswegen muss das schnell los. Wie man merkt, sind wir Komödiasten mit einem Hauptschulabschluss. Komödiasten, ja. So, wir haben uns das Ganze jetzt einmal von oben angeguckt. Folgender Plan. Und zwar gehen wir wieder eine Etage tiefer und gucken dann einmal, dass wir von da nochmal springen. Und wenn wir dann merken, dass sich das Ganze gut anfühlt, schmeißen wir uns von hier oben. Aber ich bin dem Ganzen sehr optimistisch diesmal gegenüber. 3, 2, 1, leck mir an die Füße. Von ganz oben wird einfach nur geil. Ich jag mich auch noch mal runter. Ich weiß noch nicht, wie ich von oben springen will. Ob ich so wie eben voll reingrätschen will oder mit den Füßen lande und abroll oder... 3, 2, 1. Das geht schon auf den Rücken alles. Oh, und aufs Arschloch. Ja. Ja, die Preps waren bei allen eigentlich ganz geil. Jetzt sitzen wir ganz oben auf dem Absprung und scheißen uns ein. Also wir müssen wirklich alle kacken und es ist auch gruselig. Also das sind 10 Meter und mit 10 Metern ist, glaube ich, nicht zu spaßen. Auch wenn wir das Wort Spaß manchmal ziemlich weit nach rechts und links auslegen, muss man dazu sagen. Also hier ist, glaube ich, Spielstopp. Can't stop, won't stop, game stop. Kurzer Einspieler. Komm, 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 komm!
Das war der 9 Meter Jump von Dwayne und mir, das war bisher unser höchster. Jetzt kommt noch mindestens 1 Meter drauf. Okay, komm. Komm, Digga. Umdrehen, hinstellen, senden. Oh ne, ich weiß nicht. Holy shit, der wurde, als ich dachte, ich mach noch mal höher. Halt Will flach einer aus. von euch zuerst, Alter? Ich check grad gar nichts mehr. Dwayne, Du hast da hinten mal angucken, das ist echt insane hoch hier, ne? ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich sehe mich da absolut einfach runterspringen, aber ich will den Winkel von unten noch haben. Egal, das ist doch scheißegal. Ja, der Winkel unten ist halt echt nochmal insane. So, wir sind jetzt eine ganze Weile schon hier oben und das ist insane hoch. Wir haben da gerade nochmal die Haufen gecheckt. Der Plan ist jetzt wie folgt. Ich springe hier vorne aus dem Träger raus, möglichst nah hier dran, weil die einfach nicht weit genug springen kann und meine Technik nicht für den hohen gedacht ist, beziehungsweise nicht für den extrem hohen. Nennen wir mal so. Ich springe vor, mache die Cam ready und dann schmeißt Jan sich von hier so weit wie möglich nach vorne, nach da, wo ich eben niemals hinkommen würde. Da schmeißt Jan sich jetzt hin, weil der ein fucking Prägott ist. Polizei. Nee. Wollen wir springen? Ja, soll ich runterspringen? Ich weiß nicht, ob das schlau ist. Ja, lass runterlaufen. Kommst du? Ja? Ja. So, neuer Tag, neues Glück. Wir sind wieder am altbekannten Kran. Letztes Mal wurden wir ja gekickt. Heute wollen wir auf jeden Fall das Ding jumpen. Müssen uns ein bisschen beeilen, bevor wieder die Polizei kommt. Ja, ich würde sagen, let's go. Und was sagst du? Nur in die Schräge gesprungen, also wenn ich von oben bis in die Schräge komme, müsste das passen. Wenn nicht, dann knackt's halt. Also springst du noch da? Nein, ich spring gleich hier rein. Aber wegen der Höhe konnte ich jetzt nicht so weit springen. Muss ich mir den nehmen? Achso. Boah, Alter, bist du mit der Fresse darauf geklatscht? Boah, 10 Meter incoming. Oh mein Gott. Ja. Ich bin absolut da, wo es hart gesprungen wurde. Es war so schlecht. Oh, das war komplett kein Sandhaufen, sondern komplett gerade Sandfläche und dann bin ich... Oh, das war so dumm. So, das war natürlich kein optimaler Sprung von mir, der Warm-Up-Sprung. Wir sind trotzdem mal auf dem Weg nach oben drauf. Bei den anderen sah das ja schon besser aus und diesmal ist tatsächlich nicht nur die Polizei, die vielleicht gleich kommt, das Problem, sondern auch ein absolut geil aussehendes Unwetter, was sich da anbahnt. Deswegen sollten wir uns heute lieber sputen. So, erster Blick nach unten. Hä? Alter, ich muss sagen, das sieht machbar aus als beim letzten Mal. Echt jetzt? Ja, obwohl ich jetzt sogar noch mal einen halben Meter höher stehe. Moment mal. Also ehrlich. Klar, Alter, in sich komplett. Ehrlich. Ja, runter, komm. Ich gehe runter, nehme die Cam von unten in der Hand, weil mir jetzt komplett schwindelig und mein Kopf tut weh. Die Landung gerade war wahrlich nicht optimal. Deswegen wünsche ich euch beiden einen guten Flug hier oben, versteht ihr? Ja. Ich bedanke mich natürlich recht herzlich. Und ich würde sagen, sobald er unten ist, geht's los. 3, 2, 1. Jawohl. Jawohl, Junge! Aber ich bin scheiße gelandet. Ich bin wirklich scheiße gelandet. Ich bin komplett mit dem Oberkörper nach vorne auf den Arsch gelandet, nicht auf der Seite. Junge, das sah komplett krank aus. Digga, du bist 10-mal gezappelt in der Luft und Boah, ist das geil. Also das war wirklich obergeil und das sah so krank aus, die Airtime. Er ist einfach 20-mal gezappelt und war immer noch nicht unten. Ich würde vielleicht nochmal springen mit ohne Zappeln, glaube ich. Hätte jagt ihn nochmal runter mit ohne Zappeln, glaubt er. Ich werd nicht mehr. Der Typ ist ein Mysterium sondergleichens. Weißt du, der scheißt sich bei einem Sideflip irgendwo ein, aber jagt sich innerhalb von 3 Sekunden von 10 Metern! Dwayne steht als nächstes bereit, hat aber noch Probleme mit dem Absprung. Ist ein bisschen wack für ihn da oben. Er springt sonst, glaube ich, nur mit einem Bein ab, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Dwayne sich da auch runterjagt. Ich meine, selbst wenn er nicht kann, dann ist es ein geiler Stunt für den. Also, jetzt kommt Dwayne. Komm, Digga. Das wird so insane. Ich spring jetzt auch. Bin nicht so der Freund davon, aber ich muss ja irgendwie. Sagte er mit zittriger Stimme. Sagte er. Ich leg dann noch so ein Guck mal, ich finde nicht mal mehr die Worte, so nervös bin ich. Das ist lange her, dass ich so nervös war.
Bereit? Ja, komm. Und 1, 2, 3. Ich hasse mich. Boah. Au. Alter, den hab ich gestompt, den Wichser. Ich hab nicht mal gerollt. Ich hab den straight auf die Knie genommen. Da soll noch mal jemand sagen, dass Squats nichts bringen. Wahnsinn. Das Problem, was ich tatsächlich hatte mit dem Absprung, mit dem einen Fuß, und als ich runtergezählt habe, konnte ich nicht mehr abbrechen, das wäre ja eine Blamage meinerseits gewesen. Deswegen stand ich da am Ende seitlich drin und bin so zur Seite raus. Und da hat die Distanz natürlich nicht mehr gereicht, um ein bisschen in die Schräge zu kommen. Und dementsprechend wurde das Ding mal eben gestorben. Digga, ich dachte, du bist kollabiert und wir müssen dich hier vergraben. Ich hab das Scheißteil gestompt, Alter. Der ist genau da gelandet, wo ich vorhin gelandet bin, aber hat Trick 18 angewandt und ist einfach nicht gerollt, sondern in sich versackt. Scheiße, ey. Ich muss unbedingt lernen, weit zu springen aus dem Stand und nicht mehr dieses mit einem Bein zu machen. Das ist ja maximal weg, ey. So weg. Okay, es fängt an zu regnen. Ich muss jetzt auch nochmal runter. 3, 2, 1. Alter, geil! Nee, was seid ihr schön miteinander. Ich hätte das im Leben nicht geschafft, so weit zu springen, wäre mir gerade auf. Ich bin fast nach vorne geflogen, dann hast du auch ganz schön gemacht. Aber alles richtig gemacht. Stompen ist viel gesünder. Ihr seid zwei so unglaublich geile Legenden, ihr geilen Legenden, ey. Boah! Viel zu wenig Stimmung für sowas Geiles, ey. Das ist Einschlafstimmung hier bei Puffs im Wohnzimmer, ey. Leck mir am Arsch. Da muss man ja auch festhalten, da muss halt einfach nur noch abgehakt werden. Was anderes war das ja nicht mehr. Wir waren einfach nur traurig, dass das letztes Mal nicht geklappt hat. Ja, aber wir müssen gut. einen Haken setzen. Ja, das stimmt. Mann, jetzt will ich da doch auch runter. Aber mein Kopf tut so weh, das ist Wahnsinn. So Leute, wir haben tatsächlich mal daran gedacht, ein Maßband mitzunehmen, weil wir wirklich der großen Hoffnung sind, dass das endlich die 10-Meter-Marke ist, die wir geknackt haben. Das finden wir jetzt raus. So, Dwayne, dann kohle ich mal, aber... Das dauert. Hey! Hallo, bringt doch nichts, siehst du das nicht? Oh. Ich muss den jetzt rausziehen. Nix Könner. Digga. Digga. Hast du's? Ja? Nee, du musst auf Spannung ziehen. Digga, wir sind immer noch nicht da, wo wir gelandet sind, oder? Bisschen tiefer ist es, glaube ich, sogar noch. Zieh auf Spannung! Alter. Ja, jetzt! Ich bin vom Was Gleis ist das? gesprungen. Du bist vom Gleis, Ette? Ja, sicher bin ich vom Gleis. Haben wir's? Ja! Ja! Warten! 11 Meter! 11 Meter! Ja, 11 Meter. 11! Fucking Meter. Alter! Junge! Ja, Digga, gib mir einen Kuss auf den Mund! Nix gebe ich. Mund! Komm, Mund! Nein! Nein! Oh, ja. Ja! Ihr seid so Alter. geil, Alter! Ich wollte sagen, das ist eine gute Ankündigung für das Outro. Jan hat recht. Outro! Metern! Junge! Der schmeckt so scheiße. Einschlag auf Pure Life Shirt in, ey. Hab ich.